Hallo zusammen, kennt ihr das? Ihr habt wunderschöne Stoffe und eine richtig gute Idee für einen Quilt. Ihr wisst aber gar nicht, ob ihr diese Idee umsetzen könnt, ob eure Idee überhaupt funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, habt ihr keine wunderschönen Stoffe mehr und auch keinen Quilt. Wie wäre es, wenn wir unsere Idee erst einmal ausprobieren? Und zwar nicht mit Stoff, sondern mit Servietten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir unsere Idee in Servietten ausprobieren, streicheln wir noch einmal unsere wunderschönen Stoffe und legen diese erstmal zur Seite. Wenn wir eine Idee in Servietten verwirklichen wollen, hat das sehr viele Vorteile. Wir können auf unserer Serviette schreiben, wir können uns Markierungen machen und was auch immer falsch läuft, wir schmeißen es einfach weg. Zunächst einmal haben wir eine Idee. Die Grundlage für meine Idee ist ein Nine-Patch. Ich brauche 2 verschiedene Farben an Servietten. Da Servietten gefalten sind, haben wir immer 4 Lagen übereinander. Wir legen 2 Servietten übereinander mit den geschlossenen Seiten in die gleiche Richtung. Die Servietten sind genau genug gefalten, wir brauchen so viel Wert darauf nicht legen und wir schneiden zu. Für dieses Video verwende ich das Olfa-Lineal, weil es zum Blockentwickeln wirklich ganz ideal ist. Zu dem Lineal habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben in der Ecke. Ich möchte eine betonte Mitte haben, also nehme ich eine Serviette, die mir Möglichkeiten bietet, um ein schönes Zentrum daraus zu nehmen. Und schneide einfach ein Stück, passend wie ich das mag, einmal zu. Die Grundlage für meinen Block kann ich nun schon einmal auslegen. Ich probiere, ich spiele und das Schöne daran ist, ich habe keinen Verlust. Wenn es nicht klappt, schmeiße ich das einfach weg. Nun möchte ich aber diese 4 Elemente ein bisschen verändern. Zuerst einmal kann ich mir meine einzelnen Quadrate markieren. Ich ziehe einmal eine Linie quer und ich markiere mir, was nachher abgeschnitten werden soll. Über diese Ecke soll ein neuer Stoff kommen. Ich ziehe einfach Punkte. Es ist egal, wie ich sie zeichne. Ich brauche sie gar nicht ausmessen. Ich kann, wenn ich eine Linie gezeichnet habe, mir einfach ein zusätzliches Quadrat nehmen. Ich lege das auf und trage meine Positionen noch einmal ab. Ich kann einen einfachen Permanentmarker oder sogar einen Kugelschreiber verwenden. Ich ziehe meine Linien und ich markiere mir, über welches Ende nachher mein neues Stoffstück laufen soll. Jede Markierung, die ich mir hierauf schreibe, die habe ich mir schon gemerkt. Das heißt, ich kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, so, das wird ein 5" Quadrat. Das notiere ich mir. Ich kann, wenn ich mag, meine einzelnen Seiten nochmal ausmessen, was ich aber gar nicht brauche. Wenn ich eine Linie zeichne, die falsch ist, interessiert mich das gar nicht. Ich habe meine guten Markierungen schon gesetzt und kann mich an denen orientieren. Möchte ich in Papier zuschneiden, ist es ganz egal, wie viel Papier ich denn verschwende, denn davon habe ich genug. Wenn ich diese Linie einmal abtragen möchte, dieses Stoffstück hier ersetzen möchte, kann ich ruhig ein ganzes Viertel meiner Serviette nehmen. Das heißt, ich gehe einmal hin, schneide mir ganz schmal die Kanten der Serviette ab, habe 4 Musterquadrate und mit diesen 4 Musterquadraten kann ich dann weiterarbeiten. Das erste, das ich versuchen möchte, ist, ich möchte mit diesen Tönen eine Ecke legen. Ich schneide mir ein Musterquadrat zu, nehme eins meiner Quadrate, nehme mein vorbereitetes Stoffstück. Das ist die Linie, die ich mag, das ist die falsche Linie. Ich lege beides rechts aufeinander und nähe das Ganze einmal mit einem breiten Nahtabstand. Wir haben eine Stichlänge von 3 gewählt, sodass wir unseren Faden später auch wieder sehr leicht entfernen können. Nun möchten wir das Ganze einmal zuschneiden. Wir schlagen das um, schlagen unser Papier in Richtung der Markierung zurück, haben hier unser vorgegebenes Quadrat. Das schneiden wir nun zunächst einmal zu, schauen uns das einmal an. Das sieht schon gut aus. Wir haben nun jede Menge Papier übrig, das schneiden wir ab. Wir arbeiten mit unserer Nahtzugabe von 1/4 Inch oder von 0,5 cm, je nachdem, mit welcher Maßeinheit ihr da arbeitet. So, das Ganze schlagen wir zurück und unser erstes Element ist fertig. Hier können wir nun wieder überlegen, gefällt uns das oder möchten wir das ein bisschen ändern. Wir haben alle Möglichkeiten, denn wir nähen ja einfach nur auf Servietten. In meiner Idee habe ich noch eine zweite Linie gezogen. Das mache ich mal. Ich drehe meinen Teil einfach um. Ich möchte von der Spitze aus starten. Ich möchte ein bisschen unter dieser Spitze bleiben. Das ist meine Idee. Also mache ich das und ziehe mir einfach eine Linie.
Sollte meine erste Linie nun falsch sein, ist das wieder gar kein Problem. Ich entscheide mich einfach für die obere Linie und alles andere sind ein paar Gedankengänge, die festgehalten sind, über die ich meinen Block entwickeln kann und weitere Ideen verwenden kann. Wenn ich das einmal habe, ich möchte den zweiten Stoffabschnitt grün wählen, nehme ich ein grünes Quadrat, setze mein vorbereitetes Quadrat darauf. Das Ganze sieht dann so aus. Die untere Linie möchte ich nicht wählen, ich wähle die obere Linie und nähe auch hier wieder mit einer Stichlänge von 3. Das Ganze drehe ich um, schlage das zurück, sehe, das ist das Ergebnis, das ich haben möchte, drehe das um, schneide das erneut zu. Jawohl, so soll das sein. Das Papier schlage ich zurück. Meine Nahtzugabe trage ich erneut ab und ich schaue mir mein Ergebnis einmal an. Wenn ich möchte, dass diese Ecken nicht mehr hochwippen, kann ich auch meine Papierservietten ohne Probleme bügeln. Das Ganze gefällt mir gut, das möchte ich nun einmal ganz klassisch als 9-Patch zusammennähen. Das ist aber nicht die Blockoptik, die ich haben möchte. Ich möchte das Ganze einmal gekippt haben. Das heißt, wenn ich das nun trimme, werde ich mein Lineal nicht gerade anlegen, sondern ich werde das Ganze einmal drehen. Das möchte ich möglichst von einer Spitze zur nächsten erreichen. Also falte ich meine Spitzen einmal ein, falte das zusammen und falte das über die andere Seite. Und wenn ich meine, das passt, dann schneide ich das einmal zu. Wenn ich meinen Block so arbeiten möchte, möchte ich natürlich nicht genauso vorgehen, denn wir haben jede Menge Verschnitt für einen Block. Den möchte ich nicht haben. Wenn ich das aus Stoff mache, möchte ich da so effektiv wie möglich vorgehen. Das heißt, das hier wird mein Schnittmuster. Wir drehen das einmal um. Wir haben alle Angaben, die wir für unser Schnittmuster brauchen und das beschriften wir nun. Wir haben den mittleren Block. Der Block braucht einen Namen, damit wir nachher alle Schnittmusterteile auch zusammenhalten können. Also nennen wir ihn einfach Windspiel. Mitte vom Windspiel. Unsere einzelnen Schnittteile haben wir nun markiert. Wenn wir die Maßeinheiten, die uns wichtig sind, übertragen haben, schneiden wir das Ganze einmal aus. Wir brauchen hier noch nicht sehr viele Maßeingaben übertragen. Wir haben das Ganze hier noch doppelt. Unsere Serviette ist doppelt und wir möchten nachher nur den farbigen Teil nutzen. Also macht euch nur ein paar Markierungen, weil wir die nachher neu übertragen müssen. Was wir nun machen ist, wir lösen die Nähte. Die sind mit einem groben Stich gearbeitet, sodass wir sie ganz leicht entfernen können. Hier brauchen wir auch nicht alles auseinandernehmen, sondern nur diesen oberen Teil, den beschrifteten Teil. Und was wir hier jetzt haben, ist ein Schnittmuster für unseren gerade ausprobierten Block. Er hat ein paar Schönheitsfehler. Er hat zum Beispiel hier an diesem Schnittteil noch diese Ohren, die brauchen wir nicht. Hier auch noch so ein Ohr. Das können wir einfach gerade abschneiden. Das sind die Dinge, die nachher in der Nahtzugabe an zu viel verschwinden. Das heißt, wir setzen hier einfach unser Lineal gerade an und schneiden unsere Eselsohren ab. Unseren fertigen Block haben wir noch einmal zerlegt und haben ein fertiges Schnittmuster erhalten. Ich kann meine Nähvorlagen auf der Rückseite beschriften. Dadurch, dass wir unser Schnittmuster zuerst in Papier genäht haben, haben wir alle wichtigen Markierungen, die wir nötig haben, schon in unserer Serviette eingestanzt. All diese Informationen habe ich mir übertragen, habe die Schnittpunkte, an denen meine einzelnen Stoffabschnitte aufeinandertreffen, mit einem Loch markiert, um das besser auf meinem Stoff übertragen zu können. Mein einzelnes Schnittmusterelement habe ich auf Schmirgelpapier aufgesetzt, sodass es gleich auf meinem Stoff gut haften bleibt. Und da ich für die Mitte einen schönen Ausschnitt wählen möchte, habe ich hier die Mitte entfernt und habe das Ganze ebenfalls auf Schmirgelpapier aufgesetzt. Das hat Festigkeit und ich kann meinen Block nun ohne Probleme ganz oft kopieren mit immer der gleichen Vorlage. Auch dazu gibt es ein Video, das ich euch hier einblende. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß bereitet und ich wünsche euch nun viel Vergnügen beim Tüfteln und Ausprobieren. Diesen Block würde ich gerne gemeinsam in einem anderen Video mit euch nähen. Vielleicht habt ihr Spaß an der Idee und ihr schaut rein und wir machen das gemeinsam. Nun wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!